Leute, schwieriges Video für mich, muss ich ehrlich sagen, aber ihr habt es im Titel richtig entnommen und es ist kein Clickbait, ihr wisst, ich bin kein Fan davon. Ich wechsle ins Schwergewicht, ich wechsle in die Open. Wird vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Schock sein, für den anderen wiederum sagt endlich, richtige Wahl getroffen. Warum das Ganze und wie es dazu kam, das will ich euch hier natürlich erläutern. Ich bin mit solchen Sachen immer transparent umgegangen und das finde ich auch sehr wichtig in der Community, die ich mit euch zusammen pflege. Denn ohne euch wäre ich nicht hier, wo ich heute sitze und dementsprechend will ich euch auch bei der Entscheidung die Hintergründe dazu nennen und die ganzen Whys. Ich habe Bodybuilding 2014 angefangen, aus dem Grund erstmal mit mir und meinem Körper was zu verändern. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Ich bin ins Wettkampfgeschehen gekommen und habe wahnsinnig Spaß dran gefunden, Bodybuilding zu betreiben. Das war von Anfang an meine erste große Liebe, egal ob ich Alicia oder sonst wen in meinem Leben kennengelernt habe. Das war tatsächlich der Satz, Bodybuilding ist meine erste große Liebe, danach kommt alles andere. Und diese Liebe wurde, in den letzten Jahren ein bisschen von mir weggerissen. Ich habe Bodybuilding angefangen aus dem Grund, dass ich die Körper der 80er und 90er Jahre wie ein Flex Wheeler, was ja mein oberstes Vorbild ist, absolut zu vergöttern und habe genau auf so eine Physik auch hingearbeitet. Geilerweise kam dann, ich glaube 2016 oder 2017, die Classic Physik-Klasse ins Leben. Und ich dachte mir, das ist auf jeden Fall das Ding, wo ich mich jetzt drauf konzentrieren will. Habe dann 2019 meine Pro-Card gewonnen mit 89 Kilo Wettkampfgewicht und bin dann bei der Tampa Pro das erste Mal für den Olympia qualifiziert worden. Da war auf jeden Fall noch absolutes Potenzial, ein absoluter Spielraum nach oben drin. Und ich habe mich einfach, dort mit meiner vollen Leidenschaft, meiner vollen Liebe und Hingabe zu dem Sport und meiner vollen Euphorie, so wie ihr mich kennt, der Sache hingegeben und habe jeden Tag mein Bestes gegeben. Aber auch ich werde älter und lustigerweise habe ich mit ein paar Personen in meinem engsten Raum gesprochen über die Entscheidung und wollte auch deren Meinung wissen. Und meine Mutter meinte dann auch nur zu mir, mein Sohn, auch du wirst älter, du bist nicht mehr der 21-Jährige, sondern ich sehe mittlerweile einen richtigen Mann vor mir. Und ich selber fühle mich genauso. Ich bin nicht mehr 21 und auch ich habe mich entwickelt, nicht nur geistig, sondern eben auch körperlich. Und das Ganze ging ziemlich gut bis letztes Jahr, wo ich dann auch in eine schwere Phase reingekommen bin in meinem Leben. Ihr habt es von mir auch transparent mitbekommen, habe ich natürlich erst nach meiner Olympia-Vorbereitung gesagt, aber mir ging es wirklich schlecht. Ich war an einem krassen Tiefpunkt, obwohl ich eigentlich auf dem All-Time-High meiner Karriere war. Und ich war wirklich sehr depressiv in der Zeit. Die Depression kam natürlich auch durch private Gründe, auf die ich hier nicht eingehen möchte, aber auch viel durch den Sport. Warum das Ganze, fragt sich jetzt der ein oder andere. Und zwar war das so, dass auch ich mich jedes Jahr verbessert habe und auch in kurzen Zeiten, wie zwischen einer Olympia und einer Arnolds, auch signifikante Fortschritte gemacht habe und mich verbessert habe. Irgendwo war es dann aber auch der Punkt, wo mein Gewicht, wie ihr alle wisst, nach oben gegangen ist und es immer schwerer war, auch ohne Einsatz von irgendwelchen Geschichten, mein Gewicht eben plus minus 10, 15 Kilo über Stage Weights zu halten. Ja, und letztes Jahr, nach dem ganzen Tiefpunkt, war es so, wo ich wirklich kein Feuer mehr für das Ganze hatte. Ich bin dann erstmal in meine Erholungsphase gegangen. Ich habe
mir einen Kopf gemacht. Also die Entscheidung wurde jetzt nicht Hals über Kopf getroffen. Die ist tatsächlich die letzten 2 Jahre, ist die schon in meiner Denke drin und die letzten 4 Monate wurde die jetzt auch von mir konkretisiert, bis eben mein Team und ich den Entschluss gefasst haben, hey, das ist der richtige Weg, beziehungsweise ich für mich am Ende des Tages auch den Entschluss gefasst habe. Ich bin einfach ein Mensch, der nach Progression strebt, so wie vielleicht der ein oder andere Athlet oder die ein oder andere Athletin da draußen, die nicht unbedingt auch nur Bühnensport machen. Aber jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Gewicht in der Klasse, das ist bei mir bei 103 Kilo in der Classic Physik, wo ich runter muss. Und ohne dass ihr irgendwie hart in die Trickkiste greift oder sonst was macht, ihr einfach im Aufbau zunimmt und 120, 125, 130 Kilo wiegt und dann immer den Gedanke im Kopf habt, hey, ihr müsst wieder auf dieses Gewicht runter. Sprich, es ist nicht nur reines Gewicht machen, es ist auch gegen deine Idealvorstellung im Bodybuilding arbeiten. Ich kreiere jeden Tag 24/7, versuche ich das beste Bild von mir zu meißeln. Ich sehe mich wie ein Künstler, der an einem Bild arbeitet. Und ich kann eben nicht oder nicht mehr, aufgrund auch vom Gewichtslimit, das beste Bild von mir kreieren. Und das hat natürlich den Rattenschwanz, dass ja, du die Passion und die Liebe zu einer Sache verlierst, wo du eigentlich dein Leben lang Spaß dran hattest. Mein Trainer, hat ein sehr krasses Schlüsselzitat gesagt und meinte zu mir im Gespräch über das Thema: Willst du jetzt 4 oder 5 Monate die Vorbereitungszeit deines Lebens in einem schlechten Mindset, in keiner Liebe zu dem Sport, in ja, einem Umfeld verbringen, wo du am Ende diesen Vergleich auf einer Olympiabühne für 10 Minuten hast oder für 15 Minuten hast? Und das war für mich auch ein Satz, wo ich sagen muss, ey, da hat er einfach verdammt recht damit. Letztes Jahr ging das Ganze los in der Olympia-Vorbereitung, dass es nicht mehr dieses, hey, ich wach morgens auf und ich meister den Tag, um am nächsten Tag ein besseres Paket zu kreieren. Das war teilweise so am Anfang der Diät, wie man es auch kennt und wie es auch normal ist. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich morgens meinem Trainer die Formchecks geschickt und dachte mir nach der ersten Pose so, ey, eigentlich könnte ich aufhören, weil es ist eh egal, wie ich aussehe. Ich habe zum Beispiel 110 Kilo gewogen und hatte an dem Tag einen richtig geilen Look. Aber die Antwort war nur, okay, wir passen die Kalorien an und weiter geht's. Und das nimmt einfach total die Liebe zu dem Sport, wegen dem ich ja mit Bodybuilding angefangen habe. Und zwar die stetige Verbesserung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist Bodybuilding ein 24/7-Job. Also auch Samstagabend, egal sonntags. Du, du machst den Sport jeden Tag und ich liebe diesen Sport. Also ich will nicht darauf verzichten, aber du machst es dann nicht für den besseren Körper und für das ästhetischere Gesamtpaket, für was ich ja stehe. Also Reach Maximum Aesthetics ist mein Spruch, wie der ein oder andere weiß. Und du musst destruktiv gegen deinen Körper arbeiten. Und da reden wir jetzt nicht nur von ein paar Wochen ohne Carbs, das glaubt mir, das stecke ich locker weg, aber da geht es auch um Sachen, wo man in die Trickkiste greifen muss, wo ich mir dann auch überlege, hey, du arbeitest da so gegen deinen Körper und das ist auch nicht meine Idealvorstellung, weil klar wissen wir, unser Sport ist kein Gesundheitssport, da müssen wir alle nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sein, aber auf der anderen Seite ist mein Körper eben bei 115, 125 Kilo in dieser Homöostase und viele von euch wissen ja, wie ich unterm Jahr auch vom Körperfettanteil aussehe und sich dann eben effektiv Muskeln wegbrennen, nur um in dieses von Fremden bestimmten Gewichtslimit zu kommen, ist einfach nicht mehr das,
ja, worauf ich Lust habe, weil ich muss das Ganze 24/7 machen. Ich muss das Ganze Tag für Tag leben und der Zuschauer am Ende kann das 10 Minuten auf der Bühne dann sehen und ich denke mir währenddessen dann noch, hey, das ist gerade nicht mal mein Optimalpaket, was ich da hinstelle. Ich bin 27 Jahre alt, ich entwickle mich weiter und das eben auch als Athlet. Deswegen ist mir sehr wichtig, dass ihr meine Meinung auch nachvollziehen könnt und hier auch nachvollziehen könnt oder nachfühlen könnt auch, warum ich die Entscheidung treffe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es darf jeder von euch eure eigene Meinung dazu haben, aber ich bitte darum, mir gegenüber den Respekt zu erweisen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, dieses Jahr nicht beim Classic Physik Olympia zu starten, sondern eben mein Glück in der offenen Klasse zu probieren. Mit Sicherheit ist es finanziell und wirtschaftlich gesehen nicht die beste Entscheidung, aber am Ende des Tages habe ich den Sport auch nicht angefangen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dank meines Sponsors und dank meinen Marken, die ich mir aufgebaut habe, hatte ich zwar das Privileg, natürlich auch dank euch, die das Ganze immer unterstützen, hatte ich das Privileg, irgendwann von dem Sport leben zu können. Aber das war nicht in erster Instanz der Grund, warum ich angefangen habe. Deswegen stelle ich mich dieser neuen Mission, vielleicht auch mit dem Endziel, dass ich dort schlechter sein werde als in der Classic. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, hier drin, aus meinem Herzen, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, weil ich eben dem nachgehe, was ich liebe und mich eben auch seit der Entscheidung, die ich jetzt vor ein paar Tagen wirklich getroffen habe, um Welten besser fühle. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn jeden Tag der Morgen und der Schritt auf die Waage entscheidet, ob ihr gut oder schlecht gelaunt seid. Es egal für euch geworden ist, wie ihr ausseht, sondern eben nur gegen die Waage kämpft, dann ist es schon ziemlich doof, oder? Also könnt ihr jetzt bestimmt auch nachvollziehen, dass das Ganze nicht Bodybuilding ist, sondern eben meine Vorstellung, diese Classic-Physik ins Offene mitzunehmen, sprich einen ästhetischen Körper, der trotzdem muskelbepackt ist, also Mastatic sozusagen, eine Mastatic Era einzuleiten und mein bestes Paket bei der Open auf die Bühne zu stellen. Ich bin mit meiner Entscheidung extrem glücklich und das ist auch immer das, was ich versuche, jedem von euch weiterzugeben. Viele von euch haben privat schon Gespräche mit mir geführt und meine Quintessenz, wenn ihr mich gefragt habt, hey, was soll ich machen oder wie komme ich weiter im Leben, habe ich immer gesagt, mach, was dich glücklich macht. So wurde ich erzogen und so habe ich das Ganze gelebt und so kann man seinen Weg auf jeden Fall gehen. Weil egal ob in eurem eigenen Job, egal ob im Sport oder egal ob in eurer Beziehung, wenn ihr kein Glück habt und keine Freude an der Sache, die ihr tut, dann ist das Ganze nichts wert. Ihr seht hier Medaillen und Pokale und mit all den Sachen hier habe ich tolle Erinnerungen und schaue wirklich zurück auf eine wahnsinnig geile Zeit in der Classic Physik mit Ramon und mit Chris und mit allen tollen Menschen, die ich dort kennenlernen durfte und schaue jetzt in Zukunft auf eine vielleicht neue Ära, die ich dort prägen kann. Also Classic Physik wird immer in mir drin sein. Classic Physik ist für was ich stehe, aber das Ganze hat sich halt auch weiterentwickelt, beziehungsweise entwickelt sich weiter. Ja, Leute, wenn ich jetzt auch zum Ende hin hier rückblickend betrachtet, das ganze Statement nüchtern aufnehmen und ohne großartig Emotion, ihr könnt es mir glauben, ich habe also seit letztem Jahr mit der Entscheidung gehadert, gezweifelt und mich intensiv damit beschäftigt und ihr dürft jetzt nicht glauben, dass das Ganze mir leicht gefallen ist. Also es ist so krass, wenn ihr euch mal in meine Lage hineinversetzt, was ihr in der Situation machen sollt, vor allem nachdem ihr jetzt die ganzen Gesichtspunkte mitbekommen habt. Kein Weg fällt mir leicht, ich garantiere es euch, aber ich habe einfach
mein Herz und mein Bauch sagt mir einfach, ey, wenn du jetzt in die Offene gehst, da brennst du für, da hast du richtig Bock drauf, da kannst du dich verbessern, da hast du wieder das Feuer in dir wie am Anfang deiner Bodybuilding-Karriere. Und das ist das, worum es geht, wisst ihr? Das ist genau das, warum man morgens aufsteht, warum man seinen Tag gestaltet. Und ja, ich wollte das Video unbedingt machen und nicht einfach mit einem Insta-Post oder sonst irgendwie raushauen, weil ja, ihr seid Teil meines Weges. Dementsprechend, ja, tue ich da vielleicht einigen, ja, das Herz irgendwie zerreißen. Die anderen freut das Ganze total. Aber ja, ihr könnt hier auch gern die Meinung teilen von euch. Dafür ist die Plattform da. Ich bitte bei der ganzen Sache auf jeden Fall nur um Respekt, vor allem euch untereinander in den Kommentaren, aber auch mir gegenüber. Ansonsten bleibt der Bär, wer er ist, jetzt mit ein paar mehr Muckis und freut sich auf die kommende Saison. In diesem Sinne, ja, schreibt eure Meinung gern rein, lasst es mich wissen und bleibt auf jeden Fall selbst stabil und tut, was ihr liebt im Leben, denn das ist das, was es am Ende ausmacht. Euer Urs. Adios.